Hallo meine lieben Freunde von altem Playmobil. Heute habe ich für euch die Polizei vorbereitet. Ich zeige euch die Entwicklung der alten Figuren bis 1988, die neue Polizei von 1997 mit den zwei ersten Polizeistationen und zum Schluss die Carabinieri-Sonderserie von 2014. Wir beginnen mit den allerersten Polizeisets, die Playmobil wahrscheinlich zu Beginn 1975 herausgebracht hat. Zuerst kam der blaue internationale Polizist mit den hellgrauen Beinen und dem weißen Helm mit dem englischen Police-Prägedruck. In der neutralen braunen Einzelfigurenpackung war die Figur mit der Kelle enthalten. In der großen Packung haben wir den Polizisten mit 2 Ampeln und 10 Verkehrszeichen. Ampeln und Verkehrszeichen gab es ab 76 in einer getrennten Zubehörpackung. 75 ist die Einzelfigur mit 2 Verkehrszeichen auf einer Standplatte herausgekommen, mit dem neuen Plexiglasschild, Gummiknüppel und Megafon. Zwar gab es bereits viele blaue Schirmmützen vom Gepäckträger- und Zubehörset, aber bei der Polizei bekamen die Figuren erst im Herbst 1976 die grünen Mützen bei den grünen Polizisten. Ebenfalls im Herbst 76 kam das neue Motorrad heraus, mit der typischen nach oben gebogenen Lenkstange. Es wäre vielleicht realistischer gewesen, die Griffe nach hinten zu biegen, wie später beim Fahrrad. Das Motorrad hat einen schönen verchromten Motorblock mit 2 Auspuffen. Es kann zwar auf den breiten Reifen stehen, aber zur Sicherheit gibt es noch einen Ständer. Am Gepäckträger 2 Satteltaschen, wo man das ganze Zubehör unterbringen kann. Die Aufkleber zeigen den bayerischen Polizeistern in schwarz-weißer Farbe. Auf den Packungen war zuerst Tank und Tasche in Blau, diese gab es aber niemals. Auch das blaue Motorrad gehört nicht zur Polizei, sondern zum Motorradset. Man darf sich nicht von den Polizeisternen täuschen lassen, diese waren am Stickerbogen mit den Kennzeichen. Neben dem 5-Figuren-Set gab es 1976 wie in allen Spielwelten auch bei der Polizei ein großes Superset mit 7 Figuren und in diesem Fall mit 4 Motorrädern. Im Jahr 1979 gab es ein neues grünes Motorrad mit einer Windschutzscheibe mit einem Police-Aufkleber. Der Fahrer hat einen neuen Helm mit einem aufklappbaren Visier. Beim Motorradset war ein Verkehrszeichen dabei. 1980 wurden alle Figurensets vergrößert. Die Polizei bekam zu den 5 Figuren die alte Ampel und 4 Verkehrszeichen und 2 Motorräder. Die grünen Polizisten hatten erstmals ihre hellgrauen Beine, aber nur eine Figur hatte die großen weißen Manschetten. Als erstes Polizeiauto ist im Herbst 1975 der LKW herausgekommen. Es ist ein grüner Planenlastwagen für den Mannschaftstransport. Es war eine Figur dabei, nämlich der blaue internationale Polizist. Es gibt ausschließlich englische Aufkleber, die alten grauen Plastikreifen, die Ladefläche konnte man kippen, an der Innenseite der Bordwände sind links und rechts 2 Bänke eingehängt, wo 6 Figuren sitzen können. Hier sehen wir eine Mannschaft der Bereitschaftspolizei auf dem Weg zum Einsatz. Viele ausländische Firmen haben Playmobil in Lizenz hergestellt. Hier sehen wir einen besonderen, dunkelblauen, britischen Play-People-Polizisten der Firma Marx Toys. Der Bobbyhelm hat einen Prägedruck. Bei Play-People gab es die grünen Polizeifahrzeuge auch in blauer Farbe. Ich habe vor 20 Jahren den Polizeilastwagen der Firma Antex aus Argentinien bestellt. Copyright 2004 bei Giobra Brandstätter. Die Firma Antex hat viele alte Sets, die schon ausgelaufen waren, nachproduziert. Das wäre eine wahre Fundgrube für Sammler gewesen.
Hier sehen wir die Westernhäuser und die Space Sets. Der LKW hatte eine blaue Farbe mit einer weißen Plane. Interessant war der schwarze Hund mit den weißen Flecken, der dabei war. Auch der Polizeibus von 1977 hat rein englische Aufkleber auf den deutschen grün-weißen Farben. Es ist der deutsche Polizeistern aufgeklebt, auf der Packung mit bayerischem Wappen, im Set mit dem Streifenmuster. Das Dach kann man abnehmen. Zwischen den Fahrersitzen gibt es einen Halter für den Feuerlöscher und für 2 Geräte. Hinten befindet sich eine mobile Einsatzzentrale mit einem Tisch, 2 Bänken und einer Reihe von Ablagen. Der Camper von 79 hatte dieselbe Einrichtung, aber nur mit einer Kochplatte an dieser Stelle. Hinten rechts ist ein Stecker für den Feuerlöscher. Den Einstieg kann man zuklappen. Jetzt setzen wir das Dach wieder auf. In den ersten Jahren hatten die Fahrzeuge die typischen grauen Plastikreifen. Ab 78 wurden sie mit weißen Felgen und schwarzen Gummireifen ersetzt. Beim Bus waren 3 Figuren dabei, 2 einheitlich grüne Polizisten mit weißen Manschetten, neben der Mütze hatten sie einen Helm und es gab noch eine Frau mit Sommerhut. Im selben Jahr 77 kam auch der erste Streifenwagen heraus. Er hatte wieder die typisch grün-weiße Farbe der deutschen Polizei, aber rein englischsprachige Aufkleber. Das Auto hatte auch die typischen grauen Plastikräder. Auf der Hinterseite gibt es rechts ein kleines Loch mit einer unbekannten Funktion. Als Figur war der alte blaue internationale Polizist mit Helm dabei. Es gab viel Zubehör. Zum Auto gehört Warndreieck, Erste-Hilfe-Koffer und Feuerlöscher, zum Polizist Funkgerät, Kelle und Megafon. Es waren noch 2 Verkehrskegel dabei. Das erste Polizeiset mit deutschen Aufklebern war das Polizeiboot von 1979. Hier sehen wir einen von 2 Aufkleberbögen in 4 Sprachen mit 6 Flaggen, auf Niederländisch, Schwedisch, Deutsch und Englisch. Das erste Mal wird auch ein Polizeistern als Abzeichen bei den Figuren auf die Brust geklebt. Das Boot ist das einzige Standardset mit blauen Schirmmützen bei der Polizei. Im Jahr 1982 bekamen die Figuren die neuen Drehhände und es gab auch ein neues Motorrad mit gerader Lenkstange. Zu den Drehhänden bekamen die Figuren neue kleine weiße Manschetten. Bei den grünen Polizisten waren die Hände immer weiß. Das neue Motorrad hat Gummireifen, einen klappbaren Ständer und große Seitentaschen. Auf der Windschutzscheibe kann man die Aufkleber anbringen. Der Aufkleber war entweder deutsch oder englisch. In der Figurenpackung von 1986 waren 3 grüne und 2 blaue Polizisten enthalten, mit einem Pferd und einem Motorrad. Die blauen Polizisten haben hautfarbene Hände. Es ist eine Verkehrsampel und 4 Verkehrszeichen enthalten. Die Aufkleber für das Motorrad sind in 4 Sprachen. Das neue Polizeiauto von 1984 ist das erste Polizeiauto mit deutschem Aufkleber. Am Aufkleberbogen stehen 4 Sprachen zur Verfügung. Das Auto hatte die neuen Gummireifen. Auf der Hinterseite haben wir den Stecker für die Funkantenne, es war aber keine Antenne dabei. Vorne sind noch keine Fußhalter für die Figuren. Hinten gibt es Stecker für Überrollbügel und Hutablage. Die Radioantenne ist spitz zulaufend. Auf der Verpackung ist nicht der ganze Inhalt abgebildet. Da sich bei dieser Originalverpackung die Versiegelung schon von selbst aufgelöst hat, habe ich den original verschweißten Inhalt entnommen. Man sieht hier ein hellblaues Blinklicht und man sieht auch den neuen Feuerlöscher.
Wahrscheinlich handelt es sich hier um eine neuere Verpackung, denn bei meinem eigenen Auto, das ich 1984 bekommen habe, war noch der alte Feuerlöscher und ein dunkleres Blinklicht enthalten. Die Figur ist ein grüner Polizist mit einem weißen Helm. Auf der Brust und auf dem Helm kann man die Polizeisterne aufkleben. In den Jahren 1986 und 87 wurde die Polizei für den internationalen Export umgestaltet. 86 kommt ein neues, eigenes, deutsches, grün-weißes Polizeiauto heraus. Die Figur ist bedruckt und hat eine neue Mütze. Das Polizeiauto hat auf den Seiten einen weißen Aufkleber, die Schrift ist gebogen und das Dachschild hat eine weiße Farbe. Die Radioantenne hat eine abgerundete Spitze. Im selben Jahr 1986 kam dasselbe Polizeiauto für den Export in weiß-schwarzer Farbe heraus, mit einem anderen Polizeistern, der in dieser Form auch für die Polizei verwendet wird. Man sieht hier auch nicht das Zubehör auf der Packung, es ist aber ein Warndreieck und ein Erste-Hilfe-Koffer enthalten. Den Polizist gab es auch als Einzelfigurenset. Er hatte eine Krawatte, einen neuen Polizeihut und einen Polizeigürtel ohne Pistolenhalfter. Im Jahr 87 gab es auch eine neue Polizistin, die erste Polizistin bei Playmobil mit Umhängetasche und Strafzettelblock. Bei der Parkuhr kann man an beiden Seiten die Zeit einstellen. Das neue Motorrad ist im amerikanischen Stil gestaltet. Der blaue Polizist hat schwarze Beine und aufgedruckte Brusttaschen. Das Motorrad hat eine große Windschutzscheibe, einen großen Motorblock, Ständer und hinten die Seitenkoffer haben Deckel. In der Mitte steht eine Blaulichtsäule, die eingesteckt ist. Dieses Motorrad ist auch in der neuen Figurenpackung von 1988 enthalten. Neben dem Motorrad gibt es in dieser Packung noch einen weißen Verkehrspolizisten, einen grünen deutschen Polizisten auf einem Pferd und die Polizistin mit gleich 3 Parkuhren. Es waren 2 gelbe Ampel und 5 Verkehrszeichen enthalten. Zur neuen internationalen Polizei gehört auch der Hubschrauber. Er kam bereits 1977 als gelber Rettungshubschrauber heraus. Der weiße Polizeihubschrauber hatte ebenfalls 2 Krankenliegen wie der Rettungshubschrauber. Es waren 3 Figuren dabei. An der Seite gab es eine neue Steckmöglichkeit für einen Feuerlöscher. Die Figuren waren ein weißer Polizist mit Helm, ein schwarzer Polizist mit Hut und ein Pilot. Es war auch ein großer Feuerlöscher mit Handwagen dabei. Diese neue Welle der internationalen Polizei von 86 blieb 10 Jahre lang bis 97 im Sortiment. Als Abschluss der alten Polizei schauen wir uns jetzt die Jubiläumsausgabe des legendären klassischen Polizeiautos vom heurigen März an. Auf der Verpackung wieder englische Aufkleber, aber zum Glück sind auch deutsche Aufkleber enthalten. Es gibt sogar spanische Aufkleber auf dem Aufkleberbogen. Die Figur ist ziemlich interessant, denn sie ist der klassischen alten Figur nachempfunden, aber sie hat Drehhände, neue Manschetten, einen neuen Kragen und hat also mit der Originalfigur kaum etwas zu tun. Das Auto entspricht der neuesten Ausgabe mit dem Antennenstecker an der Hinterseite mit den Fußhaltern für die Figuren. Die Räder sind aus besonders weichem Gummi mit dem Playmobil-Schriftzug eingeprägt. Das Dach hat eine glatte Oberfläche, bei den originalen Autos war das Dach immer rau. Die Aufkleber sind ziemlich matt. Es ist ein sehr nettes Auto, das zurzeit um 16 € im Angebot ist.
Aber wer eine echte Antiquität haben will, der muss sich wohl das Original kaufen. Eventuell kann man sich Ersatzteile nachbestellen. Die Windschutzscheibe kostet 20 Cent, der Überrollbügel 40 Cent und die Stoßstangen 80 Cent. Bei der Ersatzteilbestellung kann man diese Bauanleitung aufrufen. Jetzt kommen wir zur neuen Polizei von 1997. Die Polizei ist eine der letzten Spielwelten, die neu gestalteten Figuren bekommen hat. Die Polizeifiguren haben neue Beine, Hosen mit Bügelfalten und Schuhe. Der Oberkörper hat eine eigene Gestaltung mit Stecker für das Pistolenhalfter. Es gibt grün-weiße Schirmmützen und beim Polizeiauto ist wahlweise auch noch ein zweiter grüner Mützensatz dabei. Vollkommen neu gestaltet ist auch der Frauenkörper mit den typischen neuen gebogenen Armen. Ebenso haben die Polizistinnen einen Stecker für das Pistolenhalfter. Es gab eine Reihe von Figurensets. Hier sehen wir den Hundeführer mit seiner Lederjacke, den berittenen Polizisten auf dem Pferd. Das ist das Streifenwagenset von 1997. Es ist ein schönes neu gestaltetes Auto. Die Blinklichter funktionieren mit Zeitschaltung. Es gibt aber noch keine Sirene. Man kann das Dach abnehmen. Im Innenraum haben bequem 4 Figuren Platz. Das Zubehör kann man im Kofferraum verstauen. Den Kofferraumdeckel kann man aufmachen, aber hier muss ich zuerst das Dach richtig einstecken. Die Dachantenne vom Auto ist dieselbe Antenne wie vom Motorrad. Beim Streifenwagenset ist noch viel Zubehör dabei. Eine Handschelle, Vermessungsgerät, Scheinwerfer und Fotoapparat. Das neue Polizeimotorrad hat eine sehr schöne Verkleidung, eine große Windschutzscheibe, hinten einen Ständer, hinten ist die Antenne, der Fahrer hat einen hellgrünen Anzug und einen Helm mit Visier zum Klappen. Beim neuen Polizeihubschrauber sind 2 Figuren dabei. Der Polizeihubschrauber hat vorne einen Scheinwerfer, 2 rote Megafone. Beim Rotor ist eine Öse zum Aufhängen, unten ein Zughaken zum Transportieren von Lasten, hinten Halter für Feuerlöscher. Der Pilot hat eine grüne Motorradjacke und einen Pilotenhelm mit Funkgerät. Er hält die Strickleiter in der Hand. Die Polizistin hat eine einzigartige dunkelgrüne Uniform. Sie hat eine Landkarte. Im Jahr 1997 gab es die erste Polizeistation im neuen System X. Es ist das große Stadthaus. Das große System X-Haus ist die erste echte vollwertige Polizeistation mit Gefängnis. Hinter dem Haupteingang haben wir eine Theke. In das Stadthaus konnte man eine Gefängniszelle einbauen mit Gefängnistür und mit 2 vergitterten Fenstern. Passend zum Stadthaus gab es 1997 ein vollständiges Einrichtungsset mit Figuren für eine Polizeistation. Diese Polizeistation enthielt die vollständige Einrichtung mit Garderobe, Aktenschrank, Schreibtisch mit Karteikarten und Müllkübel, Computer und Telefon, Phantombild, Halter mit Feuerlöscher, Landkarte zum Aufhängen. Hier sehen wir die Einsatzzentrale. Es sind 3 Figuren dabei, Blumenschmuck und das Polizeischild. Das Polizeischild kann man auch auf den Eingang der Polizeistation aufstecken. Das Stadthaus kann man mit verschiedenen Erweiterungsteilern ergänzen.
Ich habe hier alle Erweiterungsteile zusammengebaut und so sieht das Stadthaus im Vollausbau aus. Im nächsten Video werde ich diese 2 Stadthäuser zu einem großen Krankenhaus zusammenbauen. Vor dem Haus sehen wir eine Reihe internationale Polizisten in blauer oder schwarzer Farbe. Es gab nämlich spezielle Exportsets, wo alle Fahrzeuge auch in blauer Farbe hergestellt wurden. Hier habe ich den Polizeibus von 2003. Es ist ein Mannschaftswagen, der auf der Basis vom Krankenwagen gebaut wurde. Wir haben oben ein verschlossenes Dachfenster. Die Seiten- und Rückfenster sind vergittert. Es ist wohl eher ein Gefangenentransporter als ein Mannschaftswagen der Polizei. Es sind 2 Figuren und ein Polizeihund dabei. Die Blinklichter sind dieselben wie vom Streifenwagen. Im Jahr 2003 gab es eine neue Polizeistation mit neuen Dachteilen. Sie war ebenerdig gebaut. Ich habe sie hier stark erweitert. Hier sehen wir die Gefängniszelle und das spezielle bedruckte Dach der Polizeistation, im Hintergrund die Funkantenne. Das ist ein amerikanisches Polizeiauto von 2016. Das findet man auch bei uns immer wieder als Exklusivset in verschiedenen Handelsketten. Am Ende des heutigen Videos schauen wir uns jetzt die Sonderserie der italienischen Carabinieri an. Im Jahr 2014 feierte die italienische Gendarmerie ihr 200-jähriges Bestehen. Zu diesem Jubiläum wurden im italienischen Standardkatalog und in allen Spielwarengeschäften eine Sonderserie mit 3 besonderen Carabinieri-Sets angeboten. Es handelt sich genau um die normalen internationalen Sets, Polizeihubschrauber, Polizeimotorrad und Polizeiauto, aber mit Bedruckung der Carabinieri. Wir sehen hier links das deutsche Polizeiauto und rechts das entsprechende Carabinieri-Set. So kann man verstehen, dass nicht alle Details genau passen, aber die Bedruckung ist sehr gut gelungen. Die blau-roten Blinklichter sind falsch, aber sie stammen ja vom internationalen Polizeiauto. Der Schriftzug der Carabinieri ist gut getroffen. Hinten sieht man die ehemalige Notrufnummer der Carabinieri 112. Vorne ist das Wappen mit der Gazelle und dem Blitz. Die Gazelle springt beim Carabinieri-Auto immer in Fahrtrichtung. Auf der rechten Seite müsste das Wappen also seitenverkehrt gedruckt sein. Das ist hier ein Fehler im Detail. Die Figuren sind sehr gut gelungen, obwohl sie eigentlich eine schwarze Uniform haben müssten. Ich musste sie zerlegen und habe den Kragen ausgetauscht. Die Carabinieri-Uniform braucht nämlich die Krawatte. Wir sehen auf der Mütze die brennende Granate mit dem Monogramm RI für Republik Italien. Wir sehen vorn den typischen Brustgurt der Carabinieri. Am Rücken müsste eigentlich eine Patronentasche sein, aber der Rücken ist nicht bedruckt worden und einfach leer. Wir sehen die schönen breiten roten Hosennähte. Ich habe mir von den Carabinieri nur 2 Packungen gekauft. Ich dachte, wir werden jetzt mit gebrauchten Carabinieri überschwemmt werden, aber bereits heute ist es unmöglich, auch nur eine einzige Figur von den Carabinieri-Sonderausgaben aufzutreiben. Jetzt bin ich am Ende meines heutigen Videos angelangt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Das war die erste Folge von Polizei, Rettung und Feuerwehr. Das nächste Mal kommt die Rettung dran. Danke, dass ihr zugesehen habt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder hereinschaut. Auf Wiedersehen.